Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin raus aus Saragossa, unterwegs auf der Ruta 47, auf der Ruta 47. Die verbindet sämtliche 47 Provinzhauptstädte miteinander in einer Schlangenlinie quer durch Spanien über 10.000 Kilometer. Da gibt es eine Offroad-Variante, es gibt eine On-Road-Variante. Ich fahre natürlich die Offroad-Variante. Es ist sehr viel Offroad, es ist einfaches Offroad, wie man hier jetzt gerade sieht, meistens zumindest. Ich hoffe, das bleibt auch so. Es macht super Spaß, geht einfach kreuz und quer über Land und abends ist man immer in einer mittelgroßen bis großen Stadt. Leider ist in dieser Zeit das Wetter sehr, sehr unstabil, sage ich mal. Es ist jeden Tag beinahe Regen angesagt. Ich habe mich sehr schwer getan, eine Richtung zu finden, wo ich langfahren soll. In diese Richtung, Palencia, Zamora, scheint es noch am längsten trocken zu sein. Ja, ich guck mal, was da auf mich zukommt, vor allem wettermäßig. Von der Route her denke ich jetzt mal nicht, dass die Route ist als einfach deklariert. Von dem her müsste das auch mit großen Maschinen immer für jeden fahrbar sein. Es ist auch ausgelegt für 4x4, Quads, was auch immer. Und es ist echt 80% wahrscheinlich Offroad. Die meisten Etappen. Ist echt geil. Sieht schon sehr wild aus. Warte, Martin, was treibst du hier? Oh la la, Scalones. Ich frage mich, wo dieser Sand jetzt gerade eben hier kommt. Wo kommt der Sand her hier? Ist schon speziell. So, jetzt schauen wir mal, wie Aragon aussieht, wenn man da so kreuz und quer über Land fährt. Ich wünsche euch viel Spaß. Es sind sehr viele solche Pisten, die so Erdpisten mit ein bisschen Kies drin. Und wenn das nass ist, dann ist es so lehmig, rutschig, schmierig. Dann ist es echt, möchte man nicht fahren. Man sieht es ja auch den Rinnen an, den Wasserrinnen oder den Spurrinnen von den Leuten, die hier Landwirtschaft betreiben, hier durchfahren müssen. Das hier ist jetzt beinahe Beton. Oh, was haben wir denn hier? Uiuiui. Ja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Ich hatte große Probleme seit meinem letzten Spanien-Trip im Spätsommer 22 mit dem Lenkkopflager. Ich bin ja damals in eine Wasserabführrinne gesprungen, also auf die aufsteigende Seite, mit 60 reingedonnert. Da hat es mir das Gepäckträgersystem zerrissen hinten. Und das gab einmal einen rechten Knall und dann da wusste ich schon, das war nicht gut. Das war nicht gut. War schon ein heftiger Durchschlag und danach klang das irgendwie lose. Das haben wir dann bei einem Fahrwerksspezialisten wieder angezogen. Das war dann aber wieder lose, kurze Zeit später, halt ein paar hundert Kilometer vielleicht später. Dann habe ich das in der Aprilia-Werkstätte in Valencia erneut anziehen lassen. Die haben mir das so stark angezogen, dass ich kaum mehr lenken konnte. Meine Werkstätte zu Hause in Zürich meinte dann, das wäre zu stark angezogen gewesen. Dann habe ich ein neues konisches Lenkkopflager einbauen lassen. Und kaum war ich da 50 Kilometer Offroad unterwegs nach Barcelona, begann das wieder zu klappen. Ich konnte dann das bei Motorbox in Sabiñánigo, gracias Victor, der hat mir das mit 100 Newtonmeter angezogen, so wie es im Werkstatthandbuch steht. Jetzt habe ich 60, 70 Kilometer Offroad bestimmt schon gemacht und es hält. Ich hoffe, das bleibt so. Wir haben das eben, habe ich das schon erwähnt, mit Loctite gesichert. Das ist das eine Neue. Jetzt fährt sich die Maschine auch mal endlich so, wie sie soll, ohne Klappern. Die Lenkung, die funktioniert. Mit den Reifen habe ich Spaß. Das ist der Michelin Anarchy Wild. Ja, was ebenfalls neu ist,
neu navigiere ich mit Garmin Tread. Das Garmin Tread ist ein Offroad-Navi der neuesten Generation, ist wohl 2 Jahre auf dem Markt und kann gut Offroad navigieren. Ich habe jetzt da 2 Presets drin oder vor allem benutze ich eines dann. Da habe ich jetzt schon mehrmals bemerkt, wenn ich da irgendwo wohin navigieren will, dass mich das Navi von sich aus über TED-Strecken oder auf der Ruta 47 navigiert. Also ist schon geil. Und da habe ich jetzt auch 2, 3 Erfahrungen mitgemacht. Mit geilen Pisten, genau in meinem Level. So soll das sein. Und vor allem kann ich jetzt auch nach Track navigieren, was ja bei TomTom einfach nicht geht und scheiße ist. Die nächste Minute möchte ich euch mitnehmen auf eine Zeitrafferaufnahme durch die Weiten Aragons. Nach endlosen Kilometern, nee, endlos nicht, aber das waren wahrscheinlich 50 Kilometer jetzt querfeldein, wirklich Feld, da war sehr viel Agrikultur in jeglicher Form. Geht's jetzt da ein bisschen rein in die Berge, durch den Wald. Alles immer noch sehr einfach zu fahren. Ja, und kaum sage ich was, jetzt mal ein bisschen wilder. Ah, schön. Ein bisschen. Gerellig, sandig, das ist alles reingespült. Sieht aus, als hätte es wären hier Starkregen gewesen die letzten Tage. Ei, da schau an. Da bin ich gerade eben mal wieder richtig eingestaubt worden von dem Auto. Das war jetzt eine kleine steile Abfahrt und an ganz enger Kurve ging es jetzt wieder links weg, steil hoch. Ansonsten hier alles gut zu fahren. Es war jetzt ein bisschen eine Irrfahrt, weil da war die Route nicht so aktuell, hatte ich das Gefühl. Da waren auch auf dem Garmin gewisse Straßen noch nicht vorhanden. Da war ich jetzt doch eher erstaunt. Ein bisschen seltsam. Naja, sei es drum. Es ist hier ein bisschen, nee, wilder würde ich nicht sagen. Wieder falsch? Ja. Das ist jetzt das wildeste Stück. Ich mag auf diese Seite drehen weniger. Verdammt, es ist sehr soft und ich rutsche. Das Vorderrad blockiert und rutscht. Das sah aber relativ wild aus da links weg. Habe ich die einfachere Variante angenommen. Das mag mir irgendwie nicht so gefallen. Ei. Jetzt ist mir warm geworden. Also da ist schon länger keiner mehr lang gefahren. Sehe ich echt kaum Spuren. Also das ist jetzt das herausforderndste Stück Ruta 47, was ich gefahren habe. Könnt ihr etwa abschätzen. Wahrscheinlich sieht man wieder nicht, wie steil das ist. Okay. Mal kurz durchlüften. Jetzt hatte ich nicht auf den Wegweiser geguckt bei der
Na, egal, schon zu spät. Das passiert bei der Aurelia doch auch. Dann und wann. Wenn ich die Kupplung ziehe aus dem Schiebebetrieb, bis die abstirbt, nicht das erste Mal. Es sieht halt einfach so aus, als wäre hier Starkregen runtergekommen die letzten Tage. Deshalb sieht man kaum Spuren, viele Steine im Weg. Ja, das war jetzt die heikelste Passage für mich in den letzten 3-4 Tagen. Schon wieder falsch. Ah Mann. Den anderen Weg habe ich nicht gesehen. Nee, passt. Bisschen schwierig hier. Mir gefällt das nicht. Die Route gibt's nicht. Das war jetzt da echt quer durchs Land. Irgendwie ist schon ein bisschen seltsam. Aber da gibt's echt keine Route. Weiß nicht, ob ich das hier versuchen soll. Wahrscheinlich wäre das oben rechts besser gewesen. Da war auch ein Wegweiser. Aber ja, sei es drum. Jetzt. Da folgt mal wieder ein knackiger Aufstieg. Da eben schon, habe ich nicht aufgenommen. Naja, echt steil sieht das aus von Weitem. Ist ziemlich soft, also ist nicht ganz so ohne hier hoch. War eine nette Piste hoch. El Camino de la Veracruz. Ja, das ist jetzt ein bisschen enger darunter. Ist einfach vom Licht her schade heute. Es gibt wohl kaum schöne Aufnahmen. Ich gebe trotzdem mein Bestes. Also dieses Stück gefällt mir richtig gut. Das war ein bisschen mehr als nur breite Piste. Oder weniger, je nachdem, wie man das anschaut. Also diese Piste macht unglaublich Spaß. Geil. Ups. Dann zwischendurch auch mal aufs Navi gucken und dann meint er, ich soll hier runter. Gut, machen wir das. Auf die steile Tour.
Sache. Spaß, Spaß, Spaß. Ist mir eben ein Auto entgegengekommen. Wie heißt das? Avignon. Da wollte ich ja auch mal mit einer Route von Kandy vorbeikommen. Okay. Jetzt bin ich aber irgendwie falsch. Aber das scheint mir jetzt quasi die Hauptstraße. Das Navi zeigt hier komische Sachen. Ist mir einmal passiert in einem spanischen Dorf. Zu euphorisch in eine steile Rampe rein und dann waren da unten Treppen. Kein Drehen mehr möglich. Da stehst du ziemlich doof da. Zum Glück gab es 50 Meter weiter oben ein Restaurant mit Leuten, die halfen mir dann das Motorrad rückwärts hochzuschieben. Also irgendwie muss es doch da mal eine Salida, einen Ausgang geben. Nach ein paar geilen Kilometern hier durch die Obstplantagen, was auch immer, geht jetzt mal wieder ein bisschen kerniger runter. Aber die Gegend macht echt Spaß. Da war ich mir jetzt nicht sicher, ob ich da, weil das ist für mich Privatland. Also Landwirtschaft, wie soll ich dem sagen? Eine Farm, eine Granja. Aber ich habe kurz nachgeguckt, das sind irgendwie 500 Meter oder so. Da vorne ist wer blockiert. Blockado. Ja, da komme ich nicht. Komme ich da vorbei? Da ist aber auch keine drin, ne? Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Se puede pasar o...? Sí. Un momento. Imker. Der Herr Bienen aus. Hätte einfach zur Seite fahren können. Das ist ein lustiger Kerl. Hübsch, hübsch. Es ist die Abwechslung, die das Leben ausmacht. Mal so, mal so. Also das zwischendurch da in den Olivenplantagen, was das auch immer war, das war nicht so nach meinem Gusto. Weil da staubt man dann ja auch die Plantagen ein. Das ist, und da nur mit 20 vorbeizukriechen, ist auch nicht mein Ding. Geil. Es ist nur 20 Grad. Ich habe einfach das Gefühl, es wäre wärmer. Vorhin mal, morgens, vormittags war es eher schon auf der frischen Seite. Ich muss hier irgendwo links. Ich muss sagen, ich bin begeistert von der Route. Jetzt waren das eben, ich tue mich jetzt schwer mit schätzen, aber wahrscheinlich 15, 20 Kilometer über Feldwege, aber sowas von geil. Und jetzt geht's hier in den kleinen Canyon rein. Gefällt mir natürlich immer. Und wie meinte ich eben, Abwechslung macht das Leben süß. Es ist grundsätzlich sehr sandig hier,
Viele Pisten wurden irgendwie neu gegradet oder halt einfach mit einer Baumaschine neu geplättet, aufgeraut und aber nicht sehr festgefahren. Aber ich muss sagen, die Route 47 ist schon sehr geil. Also praktisch pausenlos auf Kiesstraßen, Schotterstraßen, Feldwegen. Ich habe jetzt 150 Kilometer gemacht heute, ne, es waren sogar ein bisschen mehr. Und davon waren wahrscheinlich 120 auf unbefestigt. Es ist unendlich viele Pisten hier. Sehr soft hier. Ups. Ich sehe jetzt doch schwarze Wolken in meiner Richtung. Jetzt hatte ich das Gefühl, ich komme da ohne Regen durch heute. Ich habe noch 60 Kilometer ins Ziel nach Soria. Super soft hier. Nur lose Steine auf Sand. Ja, so sieht das aus. Das ist schon geil, ne? Und das Licht, das Wetter ist halt nicht so geil, dafür ist nicht so warm. Das natürlich hat auch sein Gutes. So, die nächsten Meter habe ich mir mal wieder zu Fuß angeschaut, weil das sieht schon grober aus. Aber sei es drum, ich versuche das jetzt mal. Sollte schon passen. Das mache ich nicht. Ja, okay, das ist nur ein kurzes Stück. Aber sonst fahre ich den Bauern nicht über die Äcker, das mache ich einfach nicht. Mache ich auch beim TED nicht, aber das sieht okay aus.
Dort drüben ein super steiler Aufstieg. Ah, ich freue mich. Ja, das sah jetzt wahrscheinlich schlimmer aus von weit her. Das heißt wahrscheinlich, es sah schlimmer aus, aber ich bin ja noch nicht oben. Ja, aber das ist jetzt der urchigste, der grobste Abschnitt der Route 47 bisher. Der herzhafteste oder wie man dem auch immer sagen will. Oh la la, Scalones. Ich werde euch gleich sagen, wie der Ort heißt. Ich habe selbst keine Ahnung. Das finden wir raus. Man gönnt sich ja sonst nichts. Der Ort nennt sich Garabantes. Ja, sehr viele Leute leben da, glaube ich, nicht mehr. Ich da drüben die Straße lang gefahren und habe da den Felsen gesehen, oben irgendwie sowas wie eine Ruine und dann auch, dass hier ein Weg rauf führt. Ich hoffe, das funktioniert hier. Sehr sandig, sehr weich und sandig. Setze ich mal zweimal an. Sieht schon sehr wild aus. Warte, Martin, was treibst du hier? Ah, da ist dann nur ein Fußweg, okay. Also gibt sicher welche, die fahren dann hoch. Das nennt sich Peñalcázar. Ja, das gehe ich mir jetzt kurz angucken. Langsam merke ich das zwar doch so mit den Kräften. Mal wieder das Spiel mit den Kräften. Aber das waren jetzt doch schon sehr viele Kilometer Offroad heute. Hatte ich eben Riesenglück, weil das ist alles nasser Sand hier.
total überraschend. Es ist super weich. Okay, nicht ganz so weich, wie wenn er trocken wäre, aber ich frage mich, wo dieser Sand jetzt gerade hier kommt. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Eine spezielle Gegend. Ups. Ja, das gefällt mir jetzt nicht. Ich brauche dringend Pause. Das war jetzt sehr viel Offroad die letzten Tage. Mein Arm schmerzt oder meine Schulter. Ich weiß nicht genau wieso. Ist ein bisschen lästig hier. Irgendwie erinnert mich das an die Panzerpisten in Norddeutschland. MacPom oder so. Wo kommt der Sand her hier? Das ist schon speziell. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und freue mich über jedes Like und jedes Abo.